Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass der Weg zum Reichtum nicht unbedingt darin liegt, reich werden zu wollen? Es gibt eine berühmte Geschichte. 1500 Studenten, Absolventen der Universität in den Vereinigten Staaten. Sie wurden nach ihrem Abschluss gefragt, wie sie ihren weiteren Lebensweg sehen würden. Die eine Gruppe sagte, sie wollten möglichst viel Geld verdienen. Die andere Gruppe sagte, sie würden ihre Arbeit möglichst gut machen wollen. Sie würden eine Arbeit bevorzugen, die sie mit Leidenschaft ausüben können, für die sie brennen und die ihnen täglich Freude bereitet. Und sie wollten ihre Arbeit so gut wie es denn geht, so gut wie möglich machen. Kurz gesagt, eine Geldgruppe, eine Leidenschaftsgruppe. Nach 20 Jahren wurden diese Studenten wieder befragt. Man wollte schließlich wissen, was aus ihnen geworden war. Und das Ergebnis ist verblüffend. In der Geldgruppe gab es einen Millionär und in der Leidenschaftsgruppe 100. Diese Geschichte wird überall erzählt. Vera Birkenbiel hat sie berühmt gemacht, aber sie stimmt nicht. Aber gerade deshalb ist sie für uns heute so wertvoll. Diese Geschichte, also 1500 Universitätsabsolventen, zwei Gruppen, 100:1 Millionäre, stammt angeblich von einem Autor namens Sralli Mlotnik aus den 1970ern. Vera Birkenbiel hat diese Geschichte in ihren Vorträgen erzählt und sie passt perfekt zu ihrer Philosophie Lernen durch Verstehen, Potenzial entfalten, Umdenken. Das Problem hierbei ist, es gibt keine nachprüfbare Studie, keine 1500 Studenten, kein 100:1 Ergebnis. Es ist nicht bekannt, wie diese Studie zustande kam, ob sie nur eine Geschichte ist, ob tatsächlich etwas dahinter ist, das ist heute nicht bekannt. Diese Geschichte ist ein Mythos. Aber manchmal erzählen auch Mythen eine tiefere Wahrheit als harte Fakten. Und das ist hier der Fall. Also was können wir aus dieser Geschichte entnehmen? Lass uns hier zwei Menschen vergleichen. Person A, wie in der Studie, der Geldjäger. Das heißt, er macht einen Uni-Abschluss und sagt sich, ich möchte reich werden und ich richte mein Leben danach aus, wie ich möglichst schnell, möglichst viel Reichtum erlangen kann. Das heißt, der Geldjäger sagt sich, wenn ich zwei Jobs habe, zwischen denen ich wählen kann, nehme ich auf jeden Fall den, der mir das größere Einkommen beschert und nicht unbedingt der mich vielleicht ein wenig glücklicher macht oder mit dessen Thema ich besser zurechtkomme oder für den ich vielleicht etwas mehr Leidenschaft habe, sondern rein finanziell orientiert, aufs Geld fixiert. Der andere, nennen wir ihn der Leidenschaftliche, sagt sich, ich möchte auf jeden Fall etwas tun, für das ich brenne, das mir Spaß macht, woran ich Spaß habe, weiter zu lernen und weiter danach zu streben, in diesem Fach, in diesem Thema, auf diesem Gebiet besser zu werden. Er ist also fasziniert, er experimentiert. Und betrachten wir diese beiden Personen 10 Jahre später. Person B lernt mehr. Person B ist tiefer in seinem Fach, in dem, was er sich selbst ausgesucht hat. Er hat Leidenschaft und wird voraussichtlich schneller besser als Person A, die eben mehr auf das Geld fixiert ist, aber nicht unbedingt die Motivation hat, fachlich sehr schnell oder sehr weit zu kommen. Und Person B, das nennt sich intrinsische Motivation, hat eine viel größere Motivation. Er wird im Laufe der Zeit in seinem Fach viele andere Menschen, wie man so sagt, outperformen. Das heißt, er wird besser werden als sie und wird in seinem Fach ein Spezialist, ein Experte werden. Und er wird diesen Flow-Zustand, in dem man alles andere um sich herum vergisst, viel häufiger erreichen als Person A, weil er eben von diesem Fach, von dem Gebiet, das er sich ausgesucht hat, fasziniert ist, weil er Leidenschaft dafür zeigt und weil es ihn einfach sehr interessiert. Und dieser Flow-Zustand ist von Csikszentmihalyi, ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus, gründlich untersucht worden. Und diese Untersuchung hat gezeigt, Menschen im Flow sind kreativer, produktiver und auch glücklicher, zufriedener. Vereinfacht ausgedrückt, Person A wird voraussichtlich nie den Flow erreichen, er wartet auf Freitag und Person B vergisst die Zeit, wächst und wird außergewöhnlich. Ich habe es selbst erlebt. Während meines Studiums habe ich angefangen zu programmieren. Das war nicht mein Thema, aber es hat mir Freude gemacht und ich war fasziniert davon, diesen Geräten etwas beibringen zu können und die Geräte dazu zu veranlassen, meine Aufgaben zu lösen. Und ich habe mich dann da immer tiefer reingesteigert. Ich habe verschiedene Programmiersprachen gelernt, Basic, Pascal, C++, C# später dann. Und wurde in diesem Bereich immer besser. Nicht, weil ich musste, sondern weil es mich interessierte. Abends saß ich oft zu Hause und habe Code debuggt und habe überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht.
Und Jahre später, nach dem Abschluss meines Studiums, war es natürlich auch klar, dass ich über kurz oder lang eine IT-Karriere machen würde, und das habe ich dann auch gemacht. Und die Grundlage dieser IT-Karriere, die mir auch viel Freude gemacht hat, war natürlich meine Beschäftigung mit dieser IT, mit den Programmiersprachen und das Programmieren, das ich damals angefangen habe. Bin ich dadurch schnell reich geworden? Nein, definitiv nicht. Aber ich hatte einen gut bezahlten Job und vor allen Dingen ich hatte eine Arbeit, die mir Spaß machte und bei der ich mich nicht jeden Morgen hinschleppen musste und sagen musste, oh, heute habe ich aber wirklich keine Lust. Sondern es war anders. Ich wurde gut in etwas, was mir von vornherein Spaß machte, und die Motivation für mich war jetzt nicht von Anfang, oh, ich muss jetzt schnell oder ich möchte schnell Millionär werden. Obwohl ich natürlich nichts dagegen hatte. Warum wird denn dieser Mythos mit den 1500 Studenten und den 2 Gruppen 100:1 Millionäre trotzdem überall erzählt, wenn keiner so recht weiß, ob das überhaupt stimmt oder ob da irgendwelche Studien zugrunde liegen, was vermutlich nicht der Fall ist? Nun, dieser Mythos trifft eine emotionale Wahrheit, die uns allen vermutlich mehr oder weniger bekannt ist. Wer nur aufs Geld schaut, wird vermutlich nie die Kompetenz erlangen, die es ihm ermöglicht, dann wirklich in seinem Beruf, in seinem Bereich sehr viel Geld zu verdienen. Außer er wird vielleicht professioneller Trader, dann ist der Umgang mit Geld für ihn Bestandteil des Berufslebens. Aber selbst da, wenn er sich nur sagen würde, ich möchte schnell reich werden und nicht, wie kann ich denn diesen Trade optimieren und wie kann ich den Trade, warum habe ich nicht erkannt, dass dieser Trade ein Minus-Trade würde, das sind eigentlich die Fragen, die man sich in dem Bereich dann auch stellen sollte, wenn man denn Trader ist. Sondern wenn jemand nur sagt, ich möchte schnell reich werden, egal wie, dann wird er hier auch nicht die Kenntnisse erlangen, die es ihm ermöglichen, auch in diesem Bereich zu großem Erfolg zu kommen. Wenn du auf Exzellenz schaust, also darauf schaust, dass du in dem Bereich, der dich sowieso fasziniert, in dem du sowieso schon einen Vorsprung hast, vielleicht gegenüber anderen Menschen, oder wenn nicht, die Faszination, das Bedürfnis, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, wenn du das tust, wirst du viel schneller eine Exzellenz erreichen, und diese Exzellenz gibt dir einen sehr großen Vorsprung über andere Menschen, die die vielleicht nicht haben, und natürlich auch über die Menschen, die sagen, naja, ich will nur schnell reich werden. Das heißt, wenn du auf Exzellenz schaust, dann kommt das Geld oftmals von selbst. Ist das jetzt eine Garantie? Definitiv nein. Es gibt leidenschaftliche Menschen, die arm bleiben, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die nur aufs Geld schauen und die reich werden. Die Geschichten, die das Leben schreibt, sind eben oftmals nicht von vornherein abschätzbar und nicht von vornherein beurteilbar. Statistisch gesehen kann man schon sagen, Leidenschaft schlägt Gier, langfristig. Und die Frage lautet hier nicht Geld oder Leidenschaft, sondern die Frage ist einfach die, wie kannst du so gut werden, dass außergewöhnliche Ergebnisse möglich sind? Und die Antwort ist letztlich einfach. Finde etwas, was dich wirklich fasziniert, etwas, wofür du brennst. Werde besser darin und bleib dran. Flow, Meisterschaft, Potenzialentfaltung, das sind keine esoterischen Konzepte. Das sind nachweisbare Mechanismen und sie funktionieren. Und zum Schluss 3 Schritte, wie du selbst herausfinden kannst, wo sich bei dir Leidenschaft und Kompetenz überschneiden. Schritt 1 ist, frage dich, wann vergisst du die Zeit? Wann hast du das letzte Mal auf die Uhr geschaut und festgestellt, oh, es ist schon so viel Zeit vergangen und ich habe es gar nicht gemerkt? Das ist Flow und das ist ein Hinweis. Und du kannst dich auch fragen, was würdest du tun, wenn für dich Geld überhaupt keine Rolle spielt? Du hast 100 Millionen auf der Bank und möchtest irgendwas tun, was dich interessiert, was dich fasziniert. Was wäre das? Der zweite Schritt ist, frag dich, was fällt mir leicht und anderen schwer? Das ist dein natürlicher Vorteil oder wie man so schön sagt, dein unfairer Vorteil. Und der dritte Schritt ist, mach es 6 Monate ohne Druck. Sage nicht, oh, ich muss damit jetzt bald Geld verdienen, ich muss das pushen, ich muss damit Geld verdienen, sondern mach es 6 Monate lang ohne Druck. Sage dir, ich mache das jetzt 6 Monate und schaue, was passiert. Wenn dich interessiert, wie du Fokus, Flow und innere Ausrichtung nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten, abonniere gerne den Kanal. Und was mich persönlich sehr interessieren würde, frag dich und schreib es in die Kommentare, bin ich gerade in einem Job fürs Geld oder für meine Leidenschaft? Bis zum nächsten Video, eine gute Zeit. Tschüss.